Oh Gott, my hair, my skin, blah, ich klebe. Super geil. Ich muss echt mal lernen, wie ich Filter über diese Videos rüber da. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Video für diese Woche. Diesmal bin ich mal wieder nicht in Wien und zwar diesmal bin ich in Tirol im schönen Landestheater in Innsbruck und habe mir hier eine wunderschöne leere Garderobe gesucht, weil ich ein bisschen Panik habe vor den anderen dieses Intro zu sprechen. Und da draußen ist zwar gerade voll schön, aber nee, zu viel Tourismus. Jedenfalls kam jetzt jemand. Okay, bringen wir schnell hinter uns, damit ich wieder weiter proben kann in Ruhe. Das Video habe ich nur in Wien aufgenommen und zwar ist es wieder eins von meiner Basics für den Kleiderschrank Nähen Videoreihe und diesmal Slipdresses. Ich liebe das Zeug, ja, also diese ganzen, die quasi so ausschauen, als ob ich es gerade aus meinem Nachtkastel rausgeholt hätte, so. Also schlafe ich jetzt damit oder gehe ich damit aus? You never know. Also ich finde das Zeug eigentlich echt cool. Am liebsten einfach ganz ganz klassisch ins Schwarz. Genau, und ich zeige euch jetzt, es gibt natürlich viele Arten, wie man sowas nähen kann, aber ich zeige euch jetzt die Art, die mir persönlich am besten taugt. Ist eigentlich ja relativ simpel. Das war's eigentlich, ne? Have fun, würde ich mal sagen. Ciao, ciao. Für meinen Slipdress habe ich so einen schwarzen Satinstoff und da habe ich etwa 1 Meter mit einer normalen Stoffbreite und ich fuchtel da gerade so ein bisschen komisch umeinander, weil meine Kamera diesen schwarzen Stoff überhaupt nicht verpackt. Aber ich glaube, man sieht trotzdem, wie schön er glänzt und ja, das würde ich einfach mal sagen. Tada! Kamera over and out. Auf jeden Fall lege ich den in der Hälfte zusammen und tue dann ein Top, das mir sehr gut passt, an dieser Bruchkante, also an der Stofffalte quasi anlegen. Dann nehme ich die Hälfte von dem größten Umfang von meinem Körper, das ist bei mir bei den Hüften, you know, und das wird dann quasi die breiteste Breite nach meinem Topende. Ihr werdet es dann eh sehen, wie ich das zuschneide und natürlich habe ich noch die Länge gemessen, wie ich sie haben will. Den Ausschnitt tue ich in dem Fall ein bisschen flacher machen, weil ich ihn nicht so spitz haben will. Da schneide ich einfach mit einer Nahtzugabe von 1 cm entlang, genauso wie ich bei dem ganzen Top entlang schneide. Eben weil es mir einfach super gut passt und deshalb lasse ich da einfach mich leiten von der Form und dadurch das dann ein bisschen verlängern, also ein bisschen raus verlängern und zwar auf diese Hälfte dieser größtmöglichen Breite bei meinen Hüften heute. Und so habe ich mein erstes Schnittteil für vorne. Und da werde ich jetzt einen Beleg machen, und zwar von dieser Form, aber nur bis hier. Und deswegen lege ich das wieder in die Hälfte und lege ein kleines Stofffetzel in die Hälfte und mache so einen Beleg. Das ist quasi Nachspuren. Wenn man Stofffetzen in die Hälfte legt, nennt man das übrigens in den Bruch. Also das ist der Bruch, die Bruchkante. Habe ich euch schon gelernt. Ja, genau. Und so habe ich dann einen Beleg. Wunderbar. Den muss ich dann noch versäubern, aber zuerst einmal kreiere ich die Rückseite, dadurch einfach die Vorderseite wieder auf einen in den Bruch gelegten Stoffteil legen. Klappt es aber runter, den ganzen Ausschnittbereich, so dass ich das quasi da, wo die Achsel ist, durch das einfach gerade rüber schneiden. Immer wieder ein bisschen adjusten. Ja, meine Schere ist super stumpf mal wieder. Ich muss sie unbedingt spitz wieder machen lassen. Und das gleiche mache ich natürlich auch mit dem Beleg. Also ich habe genauso ein Belegteil. Da nehme ich das Belegteil als Vorlage, damit ich die gleiche Länge habe vom Beleg. Das ist leichter. Und so habe ich einen Beleg rück und einen Beleg vorne. Und jetzt durchversäubern und zwar diese Kante und diese Kante. Das habe ich mit einer Overlock gemacht. Ihr könnt es aber auch mit einem Zickzackstich machen. Ich hatte Ewigkeiten keine Overlock und es hat genauso gut alles funktioniert. Aber natürlich, der Overlock ist schon praktisch und es schaut halt echt sauber aus. Es schaut aus wie gekauft, sage ich. Jedenfalls tue ich auch übrigens die langen, also meine normalen Kleidteile an denselben Kanten, die natürlich viel länger sind, versäubern. Und dann durch mal den Beleg zusammennähen, dadurch das einfach übereinander legen, rechts auf rechts und an die Kanten zusammen. Und dann widme ich mich dem großen Kleid, das will ich an den Kanten zusammennähen, aber davor durch
von unten rauf an Schlitz messen. Der ist bei mir so 20 cm, aber den könnt ihr prinzipiell machen, solange ihr wollt. Und dann lege ich genauso wie beim Beleg die Seiten aufeinander und nähe einfach mit einem Gradstich drüber. Da halte ich aber an bei diesem Punkt, den ich gerade eingezeichnet habe. Weil die Seiten werden dann nach außen geklappt und noch festgenäht, damit da eben so ein Leg-Slit ist auf beiden Seiten. Und genau, da sieht man mich, wie ich das zusammennähe. Einfach mit einem normalen Gradstich, mit der normalen Nähmaschine runter bis zu der Markierung. Also ich habe jetzt den Beleg und das Kleid zusammengenäht in den Seitenlinien. Dann durch das bei beiden Teilen übrigens auseinanderbügeln. Und ja, es war heiß. Das auseinanderbügeln und ich tue die Nahtzugabe da unten bei dem Schlitz auch auseinanderbügeln, weil dann ist es so viel leichter, wenn ihr das niedersteppt von oben. Wunderbar, nachdem ich das so auseinandergebügelt habe, werde ich dieses niedersteppen. Genau. Wunderbar. Hier, was mache ich da gerade? Gute Frage. Aber ich glaube, ich tue das niedersteppen. Ja, genau. Ich tue einfach entlang. Oder es könnte auch sein, dass ich gerade die... Nein, ich tue es niedersteppen. Oh Gott, ich bin so verwirrt. Also ja, das ist das Niedersteppen von dem Schlitz. Genau, dadurch dann den Nähfuß hochheben, die Nadel drin stecken lassen, wieder Nadel rein, Nähfuß hoch, wieder weiterdrehen, damit ich da so ein schönes Eck habe bei diesem Schlitz und dann runter. Und durch das, dass ich es festgebügelt habe, flutscht mir das auch nicht raus oder so. Und genau, so schaut das dann aus. Ich finde das super sauber und super schick und das passt gut. Und natürlich habe ich dann unten noch einmal umgeknickt und auch drüber genäht, damit das alles wunderschön versäubert ist. Wenn ich das jetzt gemacht habe, tue ich von den Restteilen einfach so ein langes Band quasi rechts auf rechts zusammennähen und das dann mit Hilfe von einem Stift durch das dann umwenden. Das habt ihr, wenn ihr meine Videos öfter schaut, schon Milliardenmal gesehen, wie ich das tue. Ja, und dadurch kriegt sie so eine lange Schnur, die mir aber nur zu dick ist und deshalb tue ich sie noch einmal falten und dann nochmal drüber nähen. Und dann kann ich jetzt endlich den Beleg mit dem Kleid zusammenführen und dadurch, also ich tue das jetzt so ineinander verschachteln und zwar, dass es rechts auf rechts ist, also die glänzende Seite auf der glänzenden Seite und dann stecke ich das zusammen. Ich orientiere mich natürlich an den Nähten, die schon vorhanden sind, damit das einigermaßen gleich ist und durch das, dass ich das ja alles voneinander abgepaust habe, ist es auch tatsächlich einmal dasselbe Schnittteil, nicht so wie immer sonst bei mir, weil ihr wisst, ich bin ja da nicht so sauber, wie ich sein hätte sollen, könnte, würde. Auf jeden Fall derzeit nicht vergessen, die 2 Träger reinzutun, weil die könnt ihr dadurch schon fixieren. Ich tue sie hinten extra nicht fixieren, damit ich die Länge dann besser an mich selber anpassen kann. Und hier seht ihr, wie ich das rechts auf rechts zusammennähe, einfach mit dieser 1 cm Nahtzugabe entlang der Kante. Und hier sieht man doch, dass ich doch nicht so sauber war, wie ich mich gerade selber angepriesen habe. Ich tue da übrigens auch bei diesen Trägern öfters drüber nähen, immer vor und zurück, damit sie nicht ausreißen. Genau, und da werde ich einfach den ganzen Ausschnitt entlang drüber nähen mit einem Geradstich. Amazing. Und tada, fertig. Wunderbar. Danach tue ich die ganzen Kurven einklippen. Dadurch fällt die Naht viel schöner. Also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Überall, wo ihr eine Kurve seht, egal in welche Richtung, klippt es einfach ein. Und vor allem bei solchen Ecken da an der Seite, wo es sharp sein soll unter euren Achseln. Dann könnt ihr das Ganze auseinanderklappen und jetzt die Nahtzugabe von oben absteppen und zwar auf dem Beleg drauf, ganz nah an der Kante. Das nennt man im Englischen Understitching und das gibt sehr viele, also ich habe schon wahnsinnig viele Arten und Weisen gelesen und gehört, wie man das auf Deutsch nennt. Aber ja, ihr wisst alle, was ich meine. Dadurch bleibt der Beleg einfach auch viel besser drinnen, wo er sein soll, ne? Weil der Beleg soll ja euch berühren und nicht das außen. Genauso schaut das von innen aus, das ist jetzt der Beleg. Und von außen schaut es dann so aus und von außen schaut es halt super sauber und sharp aus. Und deshalb, ja, Beleg for the win. Genau. Ich tue jetzt nur mit der Hand den Beleg an diesen 2 Punkten an die Nahtzugabe jeweils dran nähen, damit das weiterhin unten bleibt. Das finde ich immer ganz praktisch und man sieht von außen überhaupt nicht, egal wie schier ihr das annäht, weil ihr das ja an die Nahtzugabe dran genäht habt. Also haut eure Handnähkünste raus. Danach durch das noch von oben kurz zusammensteppen. Man könnte also auch von vornherein schon rein da, aber
So ist es mir lieber, dass die Dinger perfekt passen. Und yeah, so schaut es dann aus, wie ich es angezogen habe. Immer, man könnte es theoretisch wirklich ja zum Schlafen anziehen, aber ich finde solche Sachen eigentlich super cool, wenn ich ausgehe, eben mit Turnschuhe einfach. Also ich finde es lässig. Ganz viele Mädels kombinieren das dann mit T-Shirts und alles mögliche. Ja, und ihr könnt es natürlich auch in jeder Farbe, mit jedem Stoff und egal wie ihr wollt es machen. Ich finde es super cool, ich finde es eigentlich super easy und es schaut gleich mal ganz lässig aus. Und ja, und auch von der Länge her, feel free. Ich hoffe, es hat euch taugt, dieses kleine Basics für den Kleiderschrank-Video. Wir sehen uns nächste Woche, hoffe ich. Ich habe ein bisschen Stress, aber ich probiere, dass ich irgendwas noch zusammennähen kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon, ich habe schon ein paar Ideen. Also bis dann.